Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und ich habe hier schon mal auf die Kommode ein paar Sachen gelegt, denen ich eine zweite Chance geben möchte, wie ich das auch schon bei anderen Sachen in einigen Videos zuvor gemacht habe. Da habe ich einmal hier diese karierte Jacke, die habe ich vor einigen Jahren genäht. Das ist Sommersweat. Damals habe ich die gern getragen, aber jetzt mag ich den Schnitt irgendwie nicht mehr so. Aber das Muster mag ich schon noch und deshalb möchte ich die irgendwie umarbeiten. Als nächstes zeige ich euch noch das hier, das Paillettenkleid. Das habe ich auf dem Trödelmarkt gekauft, aber nicht um es als Kleid anzuziehen, das ist überhaupt nicht mein Ding und es kratzt sowieso total, sondern in einer ganz bestimmten Absicht, weil ich schon längere Zeit die Idee hatte, dass ich ein ganz bestimmtes Kleidungsstück aus einem Paillettenstoff haben möchte, aber am liebsten als Upcycling-Projekt. Also lasst euch gleich überraschen. Und hier diesen einfachen schwarzen Mantel, den mag ich eigentlich immer noch sehr gern, nur, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, er ist mir einfach mittlerweile zu schwarz. Das hat sich in der letzten Zeit bei mir oder in den letzten Jahren geändert. Natürlich auch, wenn man was Farbiges oder Gemustertes drunter hat, aber so dieses ganze Schwarze möchte ich durch kleine Veränderungen ein bisschen auflockern und da habe ich mir auch etwas für ausgedacht, was ich euch gleich im Anschluss im Video zeigen möchte. Aber los geht's mit der karierten Jacke. Die werde ich mir jetzt als erstes auf den Nähtisch legen und dann geht's los. Am liebsten mache ich Upcycling-Projekte, die nur wenige Veränderungen brauchen. Das heißt wenige Nähschritte und man erhält etwas Neues. Deshalb werde ich jetzt hier kein anderes Kleidungsstück draus nähen, sondern es wird schon eine Jacke bleiben, nur halt eine etwas andere. Unten kommt noch ein Bündchen dran, dann geht es dem Kragen an den Kragen. Das heißt, der wird rausgetrennt. Dann schneide ich das Bündchen zu, das jetzt gleich unten an die Jacke kommt. Jetzt nähe ich das erstmal rechts auf rechts aufeinander. Hier streiche ich die Nahtzugabe auseinander und jetzt lege ich das Bündchen so hin auf die Breite der Jacke. Das ist jetzt die passende Länge, allerdings werde ich das Bündchen ein kleines bisschen kürzer machen und dann dehnen beim Annähen. Nicht sehr viel, aber so ein bisschen, damit das nicht unten absteht oder so, habe ich mir überlegt. Deshalb schneide ich das jetzt hier ab und das, was übrig ist, das ist auf jeden Fall noch lang genug, dass ich daraus gleich 2 Ärmelbündchen machen kann. Jetzt lege ich das Bündchen an den kurzen Seiten so rechts auf rechts aufeinander und nähe das einfach mit einer geraden Naht an beiden Seiten zusammen und anschließend wende ich das Ganze und an den langen Kanten lege ich das dann links auf links aufeinander und bügele das mal eben an der Kante drüber, sodass es in Form bleibt. Und jetzt kümmere ich mich schnell um die Ärmelbündchen. Die lege ich an den kurzen Seiten rechts auf rechts und nähe das mal eben zusammen. Dann falte ich die Nahtzugabe auseinander und lege die so aufeinander und falte das so, dass die linke Seite innen liegt. Und dann habe ich die Ärmelbündchen auch schon fertig genäht. Jetzt kommt also das Bündchen unten dran und da lege ich die offenen Kanten aufeinander, einmal die hintere Mitte an die Naht von dem Bündchen und Anfang und Ende kommen hier an die Kante von dem Ausschnitt. Und das Ganze nähe ich dann halt so leicht gedehnt an mit einem einfachen Gradstich. Ich habe es jetzt gerade schon mal anprobiert, von der Länge her finde ich es viel, viel besser, gefällt mir richtig gut und habe schon mal gemarkiert, wo ich die Ärmel abschneiden muss und ja, das habe ich jetzt auch mal eben erledigt und kann jetzt direkt die Ärmelbündchen annähen. Dafür lege ich halt die Naht von der Nahtzugabe unten an die Naht von dem Ärmel und stecke das Ganze an und nähe das so gedehnt fest. Ich hatte die Jacke ja vorhin schon mal an, das habe ich ja erzählt und dabei ist mir schon aufgefallen, dass mich das hier eigentlich ziemlich stört und ich weiß nicht, warum ich es nicht anders angenäht habe, aber beim Upcycling gibt es ja kein Probenähen und
Man kann es ja wieder ändern, das heißt, ich nehme mir wieder den Nahttrenner und trenne aber nicht das ganze Bündchen ab, sondern nur die vorderen Zentimeter. Und wenn ich das abgetrennt habe, dann, ich habe ja hier den Beleg sogar, also ich muss das ja gar nicht so annähen, sondern kann das Bündchen einfach zwischen Außenstoff und Beleg klemmen und feststecken und nähe das dann an beiden Seiten nochmal aufeinander bis zum Nahtanfang und verriegel das und dann habe ich das Ganze in schön. So, jetzt kann ich das mal nach außen holen und das sieht doch wirklich viel besser aus als diese Nahtzugabe, die da zu sehen war. Richtig ordentlich. Das freut mich. Dann geht's weiter. Statt des Kragens soll jetzt halt ein Blousonkragen dazwischen. Und Blousons habe ich wirklich schon häufiger genäht und da habe ich halt einfach ein Schnittmuster und dafür habe ich mir da oben dieses keilförmige Stück aus, ja, wie heißt das, aus Jersey zugeschnitten oder Bündchenware, genau, Bündchenware heißt das. Und das lege ich jetzt dazwischen. Die Mitte von diesem Bündchenstoff halt an die hintere Mitte und die Spitzen klemme ich rechts und links dazwischen und das Ganze ist halt auch etwas kürzer als die Jacke und wird auch wieder so leicht gedehnt dann zwischen die beiden Stoffe genäht. Ich nähe ein paar Stiche, verriegel das und dann lege ich das immer so passend dazwischen und das Bündchen wird dabei halt ein bisschen gedehnt. Und so nähe ich das einfach auf der alten Naht wieder zusammen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich hole den Kragen mal raus, die Ecken so ein bisschen ausformen und den Beleg, den werde ich nachher noch festnähen. Und dann ist die Jacke auch schon fast fertig und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich viel, viel besser als vorher. Ich bin ein großer Fan von Blousons und konnte mir das halt schon super gut vorstellen. Es fehlt nur noch irgendwie ein Druckknopf bzw. zwei Druckknöpfe. Bei der Jacke waren ja halt die Druckknöpfe schon vorgesehen, sonst habe ich Blousons eigentlich immer mit Reißverschluss genäht, aber für die Optik mache ich einfach noch Druckknöpfe unten an das Bündchen. Und da habe ich eben die Löcher gestanzt und jetzt befestige ich das mal eben mit meiner Nietenpresse. Und ich finde so zwei übereinander passen an das Bündchen rein von der Optik her einfach viel besser als nur ein Druckknopf. Wenn ich die Nietenpresse in meinen Videos verwende, dann werde ich sehr häufig gefragt, welches ich denn da nehme und ob ich damit zufrieden bin. Und ich kann nur sagen, ja, ich bin damit zufrieden. Das ist ein rein mechanisches Produkt, also keine Computerwissenschaften stecken dahinter. Das funktioniert einfach hier mit so einer Feder. Da kann man nicht viel falsch machen und da kann auch nicht viel kaputt gehen. Ich habe meine schon ziemlich lange und benutze die Zange seitdem nur noch zum Löcherstanzen und für Nieten, Druckknöpfe und so immer meine Presse. Das ist sie, meine neue Blousonjacke. Ich finde, das karierte Muster passt super zu dem Schnitt und bin super happy, dass ich das umgearbeitet habe und ich hatte die jetzt auch schon mehrfach an. Also ich würde sagen, die zweite Chance hat es auf jeden Fall verdient. Hier möchte ich euch noch kurz eine Tasche zeigen, die ich wahrscheinlich dazu anziehen würde. Das ist das Schnittmuster Beuteltasche Blue. Das kann super aus alten Jeanshosen genäht werden. Hier auf die Außenseiten kannst du bis zu 3 Taschen nähen und im Inneren ist auch noch eine Reißverschlusstasche vorgesehen. Und aus alten Jeans nähe ich super gerne Taschen. Als letztes will ich euch jetzt noch kurz zeigen, was ich drunter habe. Und zwar ein einfaches langärmeliges Shirt, das ich aus 4 verschiedenen Jersey-Stoffen genäht habe. Und das ist aktuell eins meiner Lieblingsshirts. Aus den Jerseys wollte ich eigentlich kurzärmelige Shirts nähen, habe ich nicht geschafft und der nächste Sommer ist weit weg und da habe ich gedacht, nähe ich mir einfach so ein Shirt da draus. Wie gefällt es dir? Das ist der Mantel, also jetzt für den Winter ist er etwas dünn, aber wenn es bald hoffentlich, also im nächsten Jahr wieder ein bisschen wärmer wird, da will ich den jetzt ein bisschen frühlingshafter machen und ich wollte schon echt lange mal wieder sticken und deshalb werde ich da jetzt ein paar Daisies drauf sticken. Also schon mal einen Knoten ans Ende von den Faden machen und dann habe ich mir überlegt, die sollen natürlich irgendwie
alle gleich groß sein. Und wie mache ich das? Da habe ich mir hier meinen Lippenstift genommen und der hat am Ende so eine Kante und das reibe ich so über die Schneiderkreide und damit stempel ich dann auf die Jacke. Das hält nicht so lange, aber zum Sticken ist es lang genug und danach sieht man es halt nicht mehr und das finde ich ganz gut. Ich habe ja schon mal das Futter aufgetrennt, damit ich da gut dran komme. Jetzt markiere ich noch die Mitte von der Daisy, da will ich dann nachher so ein Knötchenstichchen machen und dann geht's los. Erstmal halbiere ich das und dann mache ich noch die Viertelstiche und dann steche ich immer dazwischen. Also ich kann das halt leider nicht auf den Stickrahmen aufziehen und mit dem Futter, das ist auch irgendwie ein bisschen nervig, aber mir ist nachher eine etwas leichtere Methode zum Sticken eingefallen und dann ging das Ganze etwas schneller. Und zwar habe ich dann nur noch von oben eingestochen und immer direkt an der Stelle bin ich mit der Nadel wieder rausgekommen, wo der Faden dann als nächstes hin sollte und dann war das nicht mehr so nervig, dass ich aus Versehen dann teilweise das Futter mit festgenäht habe. Die Mitte mache ich jetzt mit dem Knötchenstich und zwar in unterschiedlichen Farben. Dann habe ich da noch so ein kleines bisschen so ein Farbklecks und dann gehe ich von unten einmal in die Mitte rein, wickel den Faden zweimal um die Nadel, halte das dann schön stramm und steche wieder ein bisschen daneben ein und ziehe das auf die andere Seite durch und vernähe den Faden und das mache ich dann bei allen Blumen, die ich bisher gestickt habe. Ich habe erstmal mit ein paar Daisies angefangen und zwar nur auf der Vorderseite, um mal zu gucken, wie mir das Ganze gefällt, wenn ich das anziehe. Und ich finde es schon super süß. Es sind jetzt keine großflächigen farblichen Veränderungen, aber so ein kleiner Hingucker. Ich zeige euch das mal vom Namen. Da sind noch diese bunten Punkte in der Mitte und da werde ich bestimmt am Rücken noch weiter sticken. Und die Tasche, die ich mir dazu gut vorstellen kann, ist hier die Suki Bag. Die habe ich aus 3 verschiedenen Kordstoffen genäht. Und die sieht doch richtig schön bunt dazu aus, oder? Was meint ihr? Oder vielleicht lieber die Little Suki Bag aus dem Bordeaux-roten Canvas, die ich hier stehen habe. Also das ist die große Größe und das ist Little Suki Bag. Das Schnittmuster biete ich in meinem Shop an. Das ist es und ich muss sagen, so könnte ich das nicht anziehen. Das kratzt wirklich total, aber ich werde ja nachher was drunter haben und dann macht mir das nichts mehr. Die Ärmel lasse ich erstmal so und gucke nachher, wie das aussieht. Und unten hatte ich gedacht, das ist Gummiband, was ich hier hinlege. Ich dachte, ich nähe ein Gummiband ein, das sieht vielleicht schicker aus und habe das erstmal dann halt länger zugeschnitten, als der Reißverschluss ist, damit ich das nachher festnähen kann, das Gummiband, und das umklappen. Also gekürzt ist es schon mal. Jetzt vorne ist eine Naht. Und jetzt lege ich mir das erstmal so hin und schneide die Naht ab und dadurch habe ich dann schon mal die vordere Öffnung. Auf die linke Seite bügele ich jetzt so ein Vlies, damit sich das beim Reißverschluss einnähen nachher nicht so verzieht. Dann habe ich den Reißverschluss geöffnet und habe die Kanten aneinander gesteckt. Oben bleibt 1 cm frei, weil daher nachher noch der Kragen angenäht wird. Also die Kanten quasi aufeinander gesteckt und dann mit dem Reißverschlussfuß habe ich das Ganze genäht. Und so sieht das dann aus und dann habe ich den Reißverschluss umgeklappt und das Ganze nochmal knappkantig dann festgenäht. Auch für diesen Blouson hatte ich mir natürlich wieder hier mein keilförmiges Schnittteil aus Bündchenware zugeschnitten und da stecke ich jetzt erstmal die hintere Mitte aufeinander und die Spitzen kommen dann vorne an den Ausschnitt und dann das Stückchen ist mal wieder ein bisschen kürzer und das Ganze habe ich dann so leicht gedehnt aufeinander genäht. Das ist erledigt, den Kragen habe ich festgenäht, aber jetzt klappe ich das Ganze noch so nach
die Nahtzugabe nach unten und fasse da auch den Reißverschluss mit ein, das Ende, und nähe dann knapp an dem Blouson-Kragen entlang. Und inzwischen hatte ich das auch mal an und ich muss sagen, so ganz mit Silber ohne Bündchen unten, das gefällt mir doch nicht. Also ich will doch ein Bündchen dran haben. Das ist jetzt halt ein Bündchenstoff, das ich schon zugeschnitten hatte, und ich musste natürlich hier unten wieder was abtrennen, damit ich das auch annähen kann und den Blouson auch noch ein Stückchen kürzen. Das habe ich hier dann mal eben gemacht. Dann markiere ich die hintere Mitte und stecke die vorderen Teile an den Ausschnitt und die Mitte hinten fest und nähe das Ganze dann so leicht gedehnt an, weil das Bündchenstück wieder ein bisschen kürzer ist als die Jacke im Umfang. Das habe ich mal schnell mit der Overlock gemacht und das ging auch ziemlich gut. Und so sieht das jetzt aus und ich muss sagen, doch, das gefällt mir viel besser mit dem schwarzen Bündchen unten. Jetzt muss ich nur wieder den Reißverschluss feststecken und dafür klappe ich jetzt einfach die vordere Kante so weit um, wie ich vorhin den Reißverschluss festgenäht hatte, und stecke das mit ein paar Nadeln fest und nähe das dann einfach so knappkantig neben dem Reißverschluss. Und dann ist der Reißverschluss auch schon wieder fest. Dabei habe ich dann gedacht, doch, auch an den Ärmeln möchte ich Bündchen haben und habe die mal passend zugeschnitten. Die sind aber viel zu weit, so weit kann ich das Bündchen gar nicht dehnen und deshalb nähe ich die Ärmel noch ein bisschen enger und dann nähe ich das Bündchen so gedehnt daran fest und das habe ich hier auch schon erledigt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich mich hier nochmal umentschieden habe und die Arbeit auf mich genommen habe, den Reißverschluss am unteren Ende nochmal abzutrennen und das Ganze nochmal neu zuzuschneiden, weil ich finde, dass das mit Bündchen einfach viel, viel besser aussieht. Schon halt dieses Glitzernde, aber doch irgendwie auch cool. Da ist also Blouson Nummer 2. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein großer Blouson-Fan bin. Und einen Pailletten-Blouson wollte ich schon super lange haben. Habe ich schon oft im Fernsehen gesehen und fand ich richtig cool. Und den kann ich mir sehr gut zu Weihnachten vorstellen. Dazu würde ich dann vielleicht, wenn ich das Haus verlasse, diese Tasche nach dem Schnittmuster Julie mitnehmen. Eine kleine Crossbody-Bag, die ich aus einer alten Lederjacke und einem Gürtel genäht habe. Aber ich würde das Outfit auch einfach Silvester anziehen und dann würde ich hier so eine kleine Klatsch mitnehmen. Das ist Schnittmuster Pecolina. Die kann ich einfach so am Handgelenk tragen. Oder wenn ich die Hände frei haben möchte, mache ich das einfach ab. Auf der Rückseite sind 2 Schlaufen. Da kann ich einfach einen Gürtel durchschieben und dann kann ich die Tanzfläche stürmen, wenn ich dazu Lust habe. Die Links zu den Schnittmustern findest du in der Infobox. Das war also mein zweite Chance-Video. Mir hat super viel Spaß gemacht. Zwischendurch war es vielleicht ein bisschen stressig wegen der ganzen Änderungen. Aber ansonsten, die Ergebnisse gefallen mir richtig gut. Falls dir das Video auch gefallen hat, freue ich mich super, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und abonniere doch gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Ich sag mal frohe Weihnachten und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!